wenn an der Geschirrspüle das Tapfach nicht mehr zubleibt. Hi, servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen neuen Deckel auf das Tapfach in deiner Spülmaschine drauf machst. Meine Mutter kam neulich zu mir und sagte: Sohn, das Tapfach an dem Geschirrspüler bleibt nicht mehr zu. Was kann man da machen? Ich sah mir das kurz mal an und sagte: Ruf mal unseren Fachmann, bei dem wir schon viel gekauft haben und seit Jahren Kunde sind, an, dass der sich das mal anschaut. Der kam nach einer Woche dann auch und teilte meiner Mutter mit, dass er das schon machen könnte, aber um die 200 € kosten würde. Ja, und den Deckel könnte er auch wechseln, aber das würde wahrscheinlich nicht an dem liegen. Ich fragte sie: Hat er denn den Deckel weggemacht? Meine Mutter verneinte dieses, darauf ich sehr skeptisch dann war. Also das gibt's ja nicht, jetzt ruft man extra den Fachmann und der schaut nicht mal richtig nach. Also ich in meiner Wut habe die Sache mal in die Hand genommen und mir den Deckel mal genau angeschaut. Und siehe da, der wackelt recht. Also Deckel runter und welch Wunder, der eine Führungsfuß oder wie man den Zipfel nennt, ist abgebrochen. Hier mal eine kurze Beschreibung, wenn du das gleiche Problem hast, auf was du achten solltest. Deckel vor dem Abbauen anschauen, wie er drauf ist, um zu vermeiden, den neuen falsch reinzubauen. Beim Runternehmen Deckel einfach nach hinten schieben, bis die hintere Führungsfüße draußen sind. Dann Deckel anheben, Feder von der Spüle, also der Tür runter bzw. rausdrücken. Die Art, wie ich es hier gemacht habe, ist nicht so empfehlenswert. Falls die Feder nicht, wie in meinem Fall, an dem Deckel fest bleibt, musst du die Feder zuerst wegnehmen, damit du den Deckel vollständig zurückschieben kannst. Dabei ist es hier wieder wichtig, dass du dir merkst, wie die Feder drin ist. Nun den ganzen Deckel dann rausschieben. Neuen Deckel wieder so reinschieben, Feder wieder drauf machen und an der Spüle bzw. Tür oder an dem Deckel anhängen. Das ist ein bisschen ein Gefriemel, aber gut. Nun Deckel vorschieben, bis du ein Knacken hörst und die Feder gespannt ist. Voilà, die Klappe hält wieder wie neu. Yeah. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben natürlich. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao.